Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Dies ist die zweite Edition der Studio Klimakonferenz am Rande der IFA. Dieses Jahr am Rande der IFA 2020 Special Edition. Die IFA hat dieses Jahr nur einen Bruchteil der Messe physikalisch organisieren können, Corona-bedingt. Und die Welt ist in den letzten halben Jahr quasi ein bisschen zum Stillstand gekommen. Zeit, um nachzudenken, ob an der Entwicklung der letzten 100 Jahre alles richtig gelaufen ist, weil diese Krise wird als die Jahrhundertkrise bezeichnet, wo Einschnitte erfolgen und wo die Welt nach Corona nicht mehr so sein wird wie vor Corona. Aus diesem Grunde glauben wir mit dem Thema Nachhaltigkeit, Klima ein wichtiges Thema zum richtigen Zeitpunkt in der Kommunikation zu haben, weil die Welt, die Wirtschaft, das Handeln von Menschen anders aufgestellt werden muss in diesem Jahrzehnt, als es je zuvor war. Wir müssen alle umdenken, wir müssen uns verändern. Das betrifft nicht nur das Leben der privaten Menschen, sondern eben auch der ganzen Wirtschaft. Insbesondere muss die Politik hier Regularien aufstellen, die dem Schutze des Klimas untergeordnet sind. Und insofern werden wir hier sicherlich spannende Beiträge haben. Ich freue mich sehr, dass die Pressesprecherin von Fridays for Future, Clara Meyer, hier bereit ist, vor dieser Runde zu sprechen. Und ich freue mich, dass wir eine ganze Reihe von Rednern hier in diesen 2 Tagen sich hier einfinden, die alle klimarelevante Themen haben oder einen Beitrag leisten möchten zum Klimaschutz, CO2-Reduzierung. Ich will dem nicht weit vorgreifen. Meine Co-Moderatorin, Frau Desiree Schneider, leitet hier die Aufnahmetechnik und wir werden hier als Studiokonferenz das ruhig etwas familiär machen, dass wir also da durchaus Möglichkeiten haben, Regieanweisungen zwischendurch, Pausen zu machen und so weiter. Genau, richtig. Danke, Jan. Von meiner Seite ganz kurz, also wie gesagt, ich bin die Pressesprecherin der Smart Home Initiative Deutschland und warum sind wir hier dabei? Warum unterstützen wir auch heute hier dieses Thema? Wir haben uns in den letzten 1-2 Jahren neu aufgestellt und mehr das Thema Endkundeninformation und Endkundenaufklärung in den Fokus unserer Arbeit gestellt. Also das heißt, grundsätzlich geht es darum, herauszufinden, wie geht Smart Home und was kann durch Smart Home, welche positiven Effekte können erreicht werden, welche Mehrwerte hat Smart Home. Und ein absoluter Mehrwert von Smart Home kann eben auch die Erhöhung der Nachhaltigkeit im Leben und Wohnen sein, wenn es denn richtig gemacht und eingesetzt wird. Und wir möchten heute darüber sprechen und deswegen auch aufklären, wie das möglich ist und vor allem auch, was möglich ist und ob es denn überhaupt tatsächlich dann auch einen großen Effekt hat und das auch kritisch hinterfragen. Ja, das ist also ein Aspekt, wie man das Klima schützen kann. Es gibt sicherlich sehr viele Möglichkeiten. Und wie die Wissenschaft uns lehrt, wir müssen auf die Tube drücken. Wir haben nicht viel Zeit. Viele sagen, es ist schon zu spät. Es sind bestimmte Kipppunkte bereits überschritten. Das heißt, wir müssen uns gewaltig anstrengen, sodass wir aus allen möglichen Ecken und aus allen möglichen Tätigkeiten heraus, privat und beruflich, sozusagen uns dem Klimawandel stellen müssen. Diese elementare Frage des Überlebens der Menschheit, die hier das hier praktisch auf der Agenda steht, so muss man es wirklich sagen, sollte uns dazu hinbringen, dass wir wirklich die Dinge offen ansprechen. Und ich freue mich wirklich auch über eine offene Diskussion, wie wir das Klimathema auch in der Öffentlichkeit zukünftig kommunizieren können. Und auch vor allen Dingen, wie
die Forderungen von Fridays for Future in Verbindung auch mit dem wissenschaftlichen Beistand, den Fridays for Future hat, sozusagen Einfluss auf die Wirtschaft nehmen muss. Weil wenn dort die Reaktionen ausbleiben, wenn 70% aller CO2-Emissionen in der Wirtschaft entstehen, dann ist es verdammt wichtig, dass die Wirtschaft sich dieses Themas annimmt. Und wir sind der Meinung, dass also auch Messen eine grüne Zukunft zeigen müssen, weil Messen sollten grundsätzlich Zukunft zeigen. Und wenn sie keine grüne Zukunft zeigen, bremsen sie die Entwicklung in eine klimafreundliche Welt. Richtig. Okay. Deswegen freuen wir uns jetzt ein paar Einschätzungen dazu von Clara Meyer zu hören. Ich glaube, das wird sehr interessant für uns, einfach mal den Standpunkt zu sehen, weil der einfach auch ausdrückt, wo wir stehen und was wahrgenommen wird. Und genau, deswegen begrüßen wir jetzt Clara Meyer sehr herzlich bei uns hier vorne.